Also herzlich willkommen zu unserem heutigen DAX Talk Podcast. Wir behandeln heute ein sehr allgemeines, grundlegendes Thema, nämlich was ist ein Alarmserver? Und damit richten wir uns nicht nur an unsere DAX-Fans, sondern vor allem auch an diejenigen, die sich neu mit dem Thema beschäftigen oder einfach mehr darüber erfahren wollen. Wir sind die Tetronik GmbH. Wir sind Hersteller eines Alarmservers namens DAX. Und durch den Podcast heute führen euch mein Kollege Peter Euler aus dem Marketing und Kerstin Marx-Kiesinger, ebenfalls aus dem Marketing. Ja, Alarmserver. Alarmserver klingt ja irgendwie technisch und es klingt auch irgendwie wichtig, nach Gefahr und Feuerwehr und damit auch irgendwie nach Ausnahmefall. Aber ob das wirklich so ist, das wollen wir heute mal klarstellen. Und der Peter erzählt uns jetzt mal kurz, mit welchen Fragen wir uns hier durch das Thema hangeln. Okay. Ja, wie gesagt, kein Thema jetzt für die eingeweihten DAX-Fans, da könnt ihr gleich weiterspulen, sondern eben für diejenigen, die zum ersten Mal so ein System in die Hand nehmen und sagen, kann ich das überhaupt machen und wofür und schaffe ich es überhaupt, ne, so ein System anzuschließen oder ist es vielleicht viel zu hochkarätig für mich? Also fangen wir mal an. Erstmal, was ist ein Alarmserver? Wir gehen darauf ein, auf die Themen, was Alarmserver überhaupt bedeutet. Dann das Thema, wo werden die Alarmserver überhaupt eingesetzt? Ganz wichtig. Dann das Thema, die Kommunikationsmedien, das heißt also, wo kann ich den Alarmserver ganz grob erstmal einsetzen in den Medien, woran schließt er sich an? Und ganz wichtig zum Schluss, welchen Nutzen bringt mir eigentlich ein Alarmserver? Nach dem Motto, brauche ich den überhaupt? Auch in so einem kleinen Unternehmen, macht mir das Sinn? Kostet das viel zu viel oder auch nicht? Lohnt sich die Anschaffung? Ja. Und darauf wollen wir eingehen. Genau. Tja, steigen wir mal ein. Was macht eigentlich so ein Alarmserver? Ein Alarmserver verbindet natürlich verschiedene technische Systeme mit der Telefoniewelt oder beziehungsweise mit der Kommunikationswelt eines Unternehmens. Vielleicht kann man das sich schlecht vorstellen, deshalb hat der Peter für uns ein paar gute Beispiele mitgebracht. Ganz einfache zum Nachvollziehen. Jeder kennt das ja zum Beispiel im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Dort liegt jemand im Bett, drückt diese rote Schwesternruftaste, wird auch Lichtruf genannt, aber eigentlich Schwesternruf im allgemeinen Sprachgebrauch. Und dann passiert was. Ja, was passiert? Die Schwester bekommt normalerweise eine Meldung im Schwesternzimmer, dass jetzt der Peter Euler den Lichtruf betätigt hat. Jetzt ist die Schwester unterwegs und was wäre das toll, wenn sie diese Meldung nicht nur im Schwesternzimmer auf dem Monitor sehen würde, sondern auf ihr mobiles Gerät, sei es ein WLAN-Deckt oder Smartphone. Sonst muss der Peter so lange warten. Sonst muss ich lange warten, bis ich mein Glas Wasser bekomme. Dann nörgelt der Herr Euler. Genau. Das Ganze geht natürlich auch im Bereich Industrie. Wir gehen mal nicht von Personen aus, die einen Alarm oder eine Meldung absetzen, sondern eine Maschine setzt eine Meldung ab. Ein Pegelwächter für einen Füllstand, der so wenig Wasser hat, oder eine Maschine, die steht oder wenn irgendwas kaputt geht. Mhm. Und braucht der Alarmserver irgendwelche besonderen Daten, damit der Prozess funktioniert und die richtigen Personen das bekommen? Das ist eigentlich auch so die Thematik, was man sich vorher genau überlegen muss. Was für Informationen brauche ich, um handlungsfähig zu bleiben? Mhm. Das ist so der Grundtenor. Mhm. Und dafür brauche ich die Daten von den Personen, die handeln sollen und natürlich die Daten, wo entsprechendes Problem auftritt. Mhm. Das heißt also von den Kontakten oder von irgendwas anderem, was mir die Information übermittelt. Das heißt also meine Daten, wie zum Beispiel meine Telefonnummer, Arbeitszeit, wann bin ich überhaupt erreichbar, was kann ich überhaupt, welchen Skill habe ich, zum Beispiel Maschine A kann ich reparieren, Maschine B nicht. Okay. Oder im Gesundheitsbereich bin ich Pfleger oder Chirurg, ja. Also Chirurg wahrscheinlich nicht. Besser nicht verwechseln. Nicht verwechseln, genau. Und das bedeutet also, man muss sich vorher Gedanken drüber machen, wen möchte ich erreichen, mit was für einem Skill. Und das wird alles eingepflegt in den Server mit ein paar ganz einfachen Parametern. Okay, aber ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man mehrere Leute erreichen muss oder auch mehrere Leute miteinander verbinden muss. Genau, jetzt kommen wir schon in den nächsten Step hinein von so einem Alarmserver. Das Wichtige ist ja, wie gesagt, Handlungsfähigkeit. Ich betone es nochmal. Das ist eigentlich das Hauptziel eines Alarmsurfers, nicht nur einfach eine Meldung irgendwo hinzuschicken, das macht mir jedes System. Wir wollen ja die Kommunikationsfähigkeit erhöhen, zum Beispiel, wenn jetzt in einem Hotel, einer Lobby, passiert irgendwas, da kommt jemand rein, macht Randale, da muss ich die Security anrufen. Das mache ich über einen Tastendruck oder irgendwie. Und jetzt werden die Security zusammengeschaltet in der Konferenz und können entsprechend den Krawallmacher überwältigen. Zum Beispiel. Oder im Krankenhaus, ganz kritische Situation, nehmen wir mal einen Notkaiserschnitt. Notkaiserschnitt bedeutet, dann brauche ich einen Chirurgen, ich brauche einen Anästhesist und so weiter, die verschiedenen Personen. Da stehen mehrere Leute immer Standby und da müssen verschiedene Leute aus einem Pool zusammengerufen werden und die müssen sich kurz schließen.
Die gehen also dann in eine Notkonferenz automatisch, werden die zusammengeschaltet und können sich am Telefon kurz schließen, was vorbereitet werden muss für die Not-OP. Okay, gut, du hast jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, aber generell kannst du mal aufzählen, wo wird dann eigentlich ein Alarmserver eigentlich eingesetzt? Eigentlich überall. Also eigentlich, Okay. eigentlich Weiter, nächste Frage. Nein, also eigentlich ist das falsche Wort überall. Ja. Ob das im Hotel ist für Servicerufe, ob das im Pflegeheim ist, um zum Mittagstisch zu rufen oder zum Beispiel, um jemanden an seinem Bett, der jetzt nicht aufstehen kann, zu helfen. Ob das im Bereich Flughafen ist, für eine große Ansage bei einer Evakuierung oder einer Räumung oder wenn jemand durch so eine Schleuse geht beim Flughafen und einen Alarm schlägt. Das kann natürlich auch in der Industrie sein, die ganzen Automatisationsprozesse. Da können 1000 Kontakte Informationen an so ein Leitsystem bringen, damit die Servicetechniker entsprechend geholt werden. Bis hin zu ganz banalen Sachen wie in der Schule, Pausenruf zum Beispiel, also ein Pausenruf, ne, wenn der Klingelton erzeugt und eine Ansage kommt. Das ist jetzt zum Beispiel gar kein Alarmfall. Das ist gar kein Alarmfall. Aber einen Alarmfall könnte es auch geben in der Schule. Amok-Alarm zum Ja. Beispiel, ne? Sowas auch möglich, ja. Oder eben in der Justiz wird sowas benutzt, ja? Dass da entsprechend, wenn jemand da Krawall schlägt, dass die Security gerufen wird. Also immer, man hat viele Bereiche, viele Branchen, wo man gar nicht glaubt, wo überall der Server drin steckt. Selbst auf so einem Luxusdampfer wie wie heißt diese großen Freizeitschiffe da, Ja, wir wissen schon, die mit den 4 Buchstaben. die mit den Buchstaben, ne? Kunde von uns. Auch da steht ein Alarmserver zur Verfügung, der nicht nur Alarm schlägt, sondern Kommunikationsprozesse, sprich Servicedienste erledigt. Okay, also ich meine, das sind jetzt verschiedene Branchen, die du angesprochen hast. Oder du hast eigentlich gesagt, eigentlich kannst du so gut wie in jeder Branche. Das heißt, wir haben auf der einen Seite branchenspezifische technische Systeme, die angeschlossen werden. Wie zum Beispiel vorhin hast du das Beispiel mit der Lichtrufanlage gebracht, oder industrielle Systeme hast du gerade noch mal angesprochen. Aber es gibt ja auch branchenübergreifende Systeme, die sozusagen in jedem Unternehmen oder jeder Organisation vorkommen. Ja, wir wollen es vielleicht mal gliedern. Eigentlich kann man sagen, ob ich das nur in einem Pflegeheim oder Industrie, es sind zwar unterschiedliche Szenarien, aber man muss mal einfach nur kategorisieren. Das heißt also, wir haben einmal das Thema der sogenannten normativen Probleme. Normativ heißt Brandmeldeanlage, Lichtrufanlage, die DIN unterliegt. Und da alarmieren wir quasi als zweite Instanz die Personen, um einen Workflow anzufordern. Da geht es meistens wirklich auch um Gefahr. Nicht meistens, da geht es um Gefahr, da geht es um Menschenleben. Und Gesetz und so. Und Gesetz, Sicherheit etc. Das ist so die erste, die Königsdisziplin. Dafür muss man entsprechend auch zertifiziert sein und so weiter. Das zweite ist dann das Thema Fassadenschutz, Einbruch oder zum Beispiel Videoüberwachung. Ich möchte die Security beauftragen. Auch wieder Thema Sicherheit, aber in einem anderen Kontext. Ja? Also es ist nicht, dass Menschenleben in Gefahr sind, sondern dass irgendwo Unternehmen geschädigt werden durch entsprechende Fremdeinwirkung von Menschen. Sowas zum Beispiel. Und das dritte Thema, ganz banal, kann sich jeder denken, das sind die ganzen Prozesse, die angeschubst werden im Bereich IoT in der Industrie mit Kontakten und Servicetechnikern. Also die 3 Kategorien haben wir dann. Okay, also im Grunde genommen, wenn wir betrachten, wie vielfältig der Alarmserver einsetzbar ist, stellt sich mir die Frage, ist denn der Einsatz eigentlich nur durch die Schnittstellen am Alarmserver begrenzt? Ja, das ist richtig, genau. Je mehr Schnittstellen, wobei das Wort Schnittstellen mir gar nicht gefällt. Okay. Weil der Schnitt heißt mir so, Cut, ne? Schnittstelle, es geht was eigentlich ist um die Integration. Ja, okay. Um die Integration in so einer heterogenen Welt. Und wie integriert man das? Indem man zum Beispiel Kontakte über USB anschließt, okay. Zweidrahtkontakte zum Beispiel auch, oder über eben LAN-Verbindungen, IP-Protokolle etc. Systeme abgreift. Das ist ja das eine. Passt die Schnittstelle, kannst du es integrieren? Genau. Okay. Da gibt es ganz viele, kann man auch nachlesen. Müssen wir nicht ins Detail gehen. Geht jetzt ein bisschen zu weit. Ja, genau. Ja, also die Integrationsseite, also wie viele technische Systeme ich integrieren kann, haben wir gerade gesehen, ist sehr, sehr vielfältig beim Alarmserver. Jetzt stellt sich die Frage, ist es bei der Kommunikationsseite, also den Kommunikationsmedien, ist es da ähnlich vielfältig? Da wird es eigentlich noch komplexer. Oh. Ja, genau. Oh, Schreck. Ja, weil man will ja schauen, jetzt habe ich so ein System, eine Anlage wie zum Beispiel, nehmen wir an, einen Kontakt, Zweidrahtkontakt, der gibt mir eine Information, I/O, an oder aus, möchte ich jetzt irgendwie in die Kommunikationswelt bringen. Da muss ich aber Sprechendes übertragen. Das heißt, der Server packt diese 2 Kontaktinformationen um, schreibt daraus einen Text, macht daraus eine Ansage und bringt sie in die Telefoniewelt. Das heißt, am Ende höre ich was. Am Ende höre ich was.
Und nicht nur auf dem Telefon, das kann auch sein auf dem Smartphone, egal. Oder auch eine Lautsprecheranlage zum Beispiel. Da muss gar kein Telefon dahinter stecken. Oder ich habe diese Meldung dann eben nicht als Ansage, sondern ich möchte gerne diese Meldung nur als Text auf meinem PC sehen oder auf dem Display oben zum Beispiel, sowas. Oder als E-Mail oder als SMS. Okay, das klingt schon sehr viel. Ja, sehr vielseitig, ja. Ich meine, über die Jahre hat sich ja die Kommunikationswelt auch sehr stark verändert und entwickelt. Inwieweit können denn alte und neue Systeme, ich meine, der ein oder andere hat schon eine Smartwatch und wieder andere haben eine uralte Lautsprecheranlage vielleicht. Wie lässt sich das verbinden? Man muss eben von den Gedanken wegkommen, dass man nur so eine Art Buzzer hat, der irgendwo eine Lampe zum Leuchten bringt. Sondern in dem System, was wir anbieten, steckt so viel an Erfahrungswerte drin, dass man sagen kann, die Anbindung funktioniert eben in kompletten Unternehmen, auch mit alten Anlagen, weil wir in der Lage sind, genau dieses Umsetzen von einer Zweidraht-Kontaktinformation in eine Textinformation so umzusetzen, dass man alte Systeme nutzen kann. Wir nehmen mal eine Lautsprecheranlage in einer Schule. Ein bestes Beispiel, ich möchte einen Amok-Alarm starten. Jetzt habe ich dort, eine Lautsprecheranlage ist eine Zweidrahtanlage, weil darüber quasi die Sprache dann auf das System kommt. Das heißt, wenn ich irgendwo reinspreche, kommt entsprechend aus dem Lautsprecher raus. Also wenn jemand irgendwo einen Alarmknopf drückt, muss ja eine Ansage stattfinden. Und der Server baut es entsprechend um, sodass er Anlagen komplett in diesen Ablauf integrieren kann. Okay. In diesen Beispielen konnten wir jetzt den Nutzen von einem Alarmserver schon sehr gut erkennen. Also der Alarmserver macht die Kommunikation leichter, schneller, gezielter, effektiver und sicherer. Und das ist in brenzligen Situationen, also immer dann, wenn Menschen gefährdet sind oder hohe Kosten im Spiel sind, natürlich besonders wichtig. Und ja, zusammenfassend kann man sagen, ein Alarmserver wird eingesetzt, damit Menschen, also Bewohner, Besucher, Mitarbeiter, sicher und geschützt sind, damit Probleme und Gefahren schneller behoben werden können, damit Kosten, die zum Beispiel durch Verletzungen oder Ausfälle oder auch Rechtsansprüche entstehen könnten, reduziert werden. Das Schutzziel kann erhöht werden und ganz wichtig, die Verantwortlichen werden entlastet. Ja. Das war jetzt alles so das Thema auch, wie ein Alarmserver mehr Nutzen bringt. Wir stellen mal den Bereich, was wir am Anfang gesagt haben, lohnt sich überhaupt ein Alarmserver? Ja. Also Kosten-Nutzen-Thema. Also wir nehmen mal so eine eine Brandmeldeanlage, die muss ja installiert werden. Ich hoffe, ich benutze sie nie. Genau. Sie kommt nie zum Einsatz. Beim Alarmserver sieht es ein bisschen anders aus. Natürlich gibt es dort, was du gesagt hast, im Bereich Personensicherung, also Personenschutz, damit eben keine Krise entsteht, auch andere Möglichkeiten, was man mit dem Alarmserver abbilden kann. Das heißt also, der Alarmserver ist einer für alles. Ich kann den Alarmserver parallel nutzen für verschiedene Prozesse. Also für mein tägliches Doing, zum Beispiel Jalousiesteuerung am Fenster, aber auch gleichzeitig kann ich damit Alarm auslösen, wenn evakuiert werden muss. Oder wenn eine Person hinfällt und erste Hilfe geholt werden muss. Also eine Daily Business. Daily Business und Alarmszenarien. Eine für alles. Und so priorisiert, dass immer das, was das Wichtigste ist in der Priorität, höherer Instanz ist. Also andere Alarme werden unterbrochen, wenn ein wichtiger Alarm ansteht. Und das macht die Sache sehr kostengünstig, denn wenn jemand schon mal nur einen Ausfall einer Maschine rechnet, was mich das kostet, bis ich die wieder hochgerüstet habe, völlig unabhängig von der Thematik jetzt, wenn Menschen neben da stehen, hat sich damit schon der Server meistens amortisiert. Ja, gut. Das hat uns jetzt wirklich geholfen, den Einsatzzweck und den Nutzen eines Alarmservers gut zu verstehen. Und weitere Aspekte zu diesem Thema findet ihr auf der Tetronik-Homepage unter www.tetronik.com. Ja, und damit wollen wir uns heute aus dem Tetronik-Studio verabschieden und viel Spaß bis zum nächsten DAX Talk Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.